Moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Und jetzt lasst uns doch mal schauen, was da drin steckt. So. Wie immer die Märklin-typische Pappverpackung. Jetzt nicht besonders auffällig oder so, sondern sehr neutral, ohne Abbildung der Lokomotive außen. Und dann kommt unser Pappkasten mit dem typischen Lokomotivenblister. Und ja, bei Dampflokomotiven, es ist doch genial. Man sieht jetzt schon hier dieses fein detaillierte Gestänge. Lasst uns die da einmal rausholen. In dem Blister selber, ihr kennt das, den zieht man hier quasi zur Seite auf. So. Einmal das zur Seite. Dann haben wir hier kleine Zurüstteile, also Schläuche. Noch eine Kurzkupplung, wahrscheinlich für vorne. Die tun wir mal zur Seite. Und hier unser Hauptobjekt für heute. Es sieht doch jetzt schon in der Packung noch brillant aus, oder? Also zum ersten Mal aufmachen. Es ist immer ein geiler Moment, ne? Ihr kennt das. Gut geschützt verpackt. Und da haben wir sie in ihrer ganzen Schönheit. Ich hole sie mal raus für euch hier. Das ist doch ein Schmuckstück, oder? So, und bevor wir in die Details der Lokomotive einsteigen, machen wir gleich nochmal einen kleinen Exkurs zur Historie vom Original. Die Litra T297, die verwunderlicherweise aussieht wie eine BR38 bzw. P8. Das ist eine von 3 Lokomotiven, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund von Beschädigungen in Dänemark verblieben ist. Generell super spannende Historie der 3 Maschinen. Ich habe dazu hier so einen richtigen Packen Papier, ihr seht's, ja. Und ich gebe euch mal so ein bisschen die Highlights. Die Lokomotive hier, die lief vorher als BR38 2877 und besteht eigentlich aus Teilen von 3 Lokomotiven. Das heißt, wir haben aus Stettin gebaut 1920 den Rahmen. Der wurde gebaut für die Eisenbahndirektion Hannover, damals von der KPEV, also der Preußischen Eisenbahnverwaltung. Dann haben wir den Kessel, der wurde gebaut 1921 und lief ursprünglich in der Lokomotive BR38 2576, ist also später hier an das Modell bzw. an das Original rangekommen. Und dann haben wir den Tender, hier hinten, den seht ihr jetzt gerade nicht, aber das kann man hier im Modell eh nicht erkennen. Der wurde schon 1918 gebaut und war ursprünglich in Altona stationiert an der BR38 2467. So, das heißt also, wir haben hier quasi schon einen Frankenstein als Lokomotive. Von 1940 bis 1945, also ich glaube 9. April 40 wurde Dänemark besetzt und 5. Mai 1945 wieder befreit. In diesem Zeitraum sind über 150 BR38 in Dänemark im Einsatz gewesen, hauptsächlich vor deutschen Zügen. Das heißt, es wurde dort Baumaterial und Soldaten transportiert. Baumaterial natürlich für die Bunker. Wer in Dänemark war, an der Küste, an der Nordsee, der kennt die Bunker des Atlantikwalls. Und diese Lokomotive war im Original mit Schuld daran, dass so viel Beton an den Strand gekarrt wurde. Das ist eine von 3 Lokomotiven, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund von Beschädigungen in Dänemark verblieben ist und im Anschluss dann von der dänischen Staatsbahn gekauft wurde. Also die wurden jetzt nicht annektiert oder so. Also die ersten 3 Jahre ist die Lokomotive noch im Schwarz-Rot der Deutschen Reichsbahn durch die Gegend gefahren. Wurde dann erst komplett dänisch-schwarz lackiert. Dann gab es hier diese kleinen coolen Schilder in Gelb.
Vorne noch ein Bronzeschild mit der Nummer und natürlich ganz wichtig die Landesfarben als Banderole um den Kamin. Davon abgesehen gab es noch ein paar konstruktive Veränderungen, das heißt, die Windleitbleche wurden entfernt. Also auch die ersten 3 Jahre ist die Lokomotive mit Windleitblechen in Dänemark gefahren. Und es wurde die Beleuchtung umgebaut auf eine Frontlaterne jeweils unten rechts. Das war damals das typische Spitzensignal in Dänemark. Und damit wurde die Lokomotive dann übergeben an das Betriebswerk in Frederikshavn. Die Lokomotive selber war in Dänemark später im Einsatz für Personen- als auch Güterzügen und dann für etwa 10 Jahre eingesetzt bis Mitte der 50er. Und im Anschluss ist die Lokomotive hier sogar noch 10 Jahre als Vorheizer tätig gewesen in Dänemark. Machen wir noch einmal kurz den Papierkram. Was ist mit dabei? Wir haben das Märklin-typische Anleitungsheft. Da seht ihr mal, was wird da erklärt. Also wir haben Sicherheitshinweise, wichtige Hinweise, Hinweise zur Inbetriebnahme. Und dann kommen wir mal zum Thema Funktionen und ergänzendes Zubehör. Das sind die Seiten 7 und 24. Schauen wir doch mal. Da haben wir die Liste der Funktionen. Die werden wir später im Review natürlich auch nochmal alle einzeln durchgehen. Ihr seht auch hier die Adresse für MM ist 38, BR 38 halt und DCC ist die Standardadresse 03. Und wenn wir dann nochmal nach hinten gucken beim Thema Zubehör, sehen wir einerseits, was können wir hier vorne noch ranstecken. Ja. Das sind unsere kleinen Zurüstteile, die wir haben. Und dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, einen Rauchsatz einzubauen. Und das ist das, was wir hier sehen. Den können wir dann auch natürlich schalten. Wir können den Schleifer wechseln. Und dann seht ihr hier auch die 2 Punkte, wo wir die Schrauben abnehmen, um den Rauchsatz eben einzubauen. So. Und so ein paar Sicherheitshinweise zum Auseinandernehmen, zum Wechseln vom Radreifen und wo wir denn ölen sollen. Den Motor sollen wir, da steht hier extra nochmal nicht ölen. Ja. Gut, und dann kommen wir zur Explosionszeichnung. Ich glaube, es gibt Märklin-typisch jegliches Teil dieser Lokomotive, zumindest jetzt erstmal als Ersatzteil. Und da es sich hier glücklicherweise mit der Baureihe 38 um ein, sagen wir mal, Standardmodell handelt, wird man wahrscheinlich den Großteil, zumindest auch der technischen Teile, lange hier bekommen können. Ob die dann alle immer die richtige Farbe haben oder nicht vielleicht rot sind, das wird sich zeigen. Was ist noch dabei? Wir haben nochmal hier eine Erklärung zum Thema Spielewelt Dampflokomotive. Ich glaube, das ist nur spannend, wenn man die Central Station besitzt. Dann hat man nämlich hier so eine Art Führerstand, der dargestellt werden kann, wo ich also dann Kohle, Wasser und Sand verbrauche. Und wenn das alle ist, bleibt die Lok stehen, wie im Original. Da gibt es dann hier eine Erklärung zu den Bedienelementen und diesen ganzen coolen Sachen. Also, macht bestimmt Spaß. Ich habe keine Central Station, ich kann es leider nicht ausprobieren, aber ich finde es gut, dass hier nochmal eine komplette Anleitung dabei ist. Ich gehöre zwar zur Generation Online, aber ich freue mich gerade bei hochwertigen Artikeln, wenn ich eben auch nochmal ein bisschen Papier bekomme und nicht immer für alles das Tablet aufrufen muss. Das war es beim Papier und wir werden jetzt gleich erstmal auf die Anlage gehen. Die Front der Lokomotive
ist auch fein detailliert. Das heißt, wir haben hier das Messingschild mit der Betriebsnummer 297. Wir haben eine freistehende Laterne mit Henkel. Ich habe dann hier angesetzte Griffstangen und Griffe, mehrere, plus ein entsprechendes Blech. Und auch wenn man hier mal so ranguckt von der Seite, seht ihr an dem Kessel selber, das sind alles angesetzte Teile, da ist also nichts irgendwie aus einem gedruckten Formteil. Ja. Sieht richtig schön detailliert aus, richtig schick, so wie ich mir das vorstelle und wünsche, insbesondere weil das eben auch hier wirklich fest ist und nicht ein filigranes Plastikteil, wo ich das Gefühl habe, das fällt gleich ab. Schauen wir uns nochmal das Fahrwerk ein bisschen im Detail an hier unten. Es sieht für mich vorbildgerecht nach einer BR38 aus. Was ich auch schön finde, ist, dass es von vornherein bruniert ist, also nicht so massiv glänzt. Wo ich mir immer noch ein bisschen mehr Detail wünschen würde von Märklin, ist dann natürlich hier, dass die Räder auch wirklich bis zum Rand vielleicht in der dunklen Lackierung sind und man außen nicht unbedingt das Metall sieht. Davon abgesehen habe ich, was die Detaillierung angeht, hier überhaupt keine Kritikpunkte. Ich finde das richtig schick gemacht, gefällt mir echt gut. Kommen wir einmal zur weiteren Detaillierung. Ihr könnt das jetzt sehen, wir haben hier einen ausgestalteten Fahrstand. Das ist alles einfarbig, ein Formteil, also da sind jetzt keine angesetzten Objekte dran oder so. Und ich sehe hier eben da ganz leicht auch die Plastikteile der Fenster. Der Boden im Führerstand, das ist von euch aus jetzt nicht zu sehen, das sind ja so simulierte Holzbohlen und tatsächlich könnte man hier eben auch direkten Übergang zum Tender darstellen. Das ist sehr cool gemacht. Man könnte also hier einen Heizer und einen Lokführer als Figur super reinstellen. Der Außenbereich der Lokomotive hier, das ist wirklich sehr schön detailliert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Zur Rückseite, was kann man da sagen? Ja, wir haben hier wieder ein Typenschild mit einer angedeuteten Kupplung drunter. Darunter befindet sich die Kurzkupplung. Die Metallpuffer sind nicht gefedert, leider. Ich habe dann hier die Beschriftung der 297 und eine freistehende Hecklaterne und auf der rechten Seite sogar noch einen freien Platz, eine Laterne. Sehr schön gemacht. Auch die Griffstangen hier super detailliert ausgeführt. Auf der anderen Seite, in der Preisregion, in der wir uns hier bewegen, kann man das eigentlich auch erwarten. Diese ganzen kleinen filigranen Metallteile hier, die sind da so fest dran, dass ich am Anfang hatte ich das Gefühl oder Angst, hier was abzubrechen, indem ich es berühre. Jetzt inzwischen gar nicht mehr. Also ich würde die Lokomotive vielleicht nicht daran hochheben, aber das ist schon so massiv gestaltet, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass das abbricht bei normaler Verwendung jetzt als Modellbahn. Ganz im Gegensatz, und jetzt kommen wir zu dem Thema Fanboy hier, als das mir zum Beispiel bei der Lilliput-Triebwagen ging, wo ich bei den angesetzten kleinen Treppen und sonstigen Metallgittern immer das Gefühl hatte, wenn ich da zu kräftig anfasse, habe ich die gleich alle in der Hand. Jetzt für uns einmal hier gemeinsam der Innenraumcheck. Und wir werden heute nicht nur einen Innenraumcheck machen, sondern wir werden auch gleich den Rauchsatz mit der Nummer 72270 verbauen. Das soll relativ einfach gehen, ist hier auch erklärt. Und das werden wir natürlich dann gemeinsam machen. Was müssen wir dafür tun? Erstmal müssen wir natürlich die Lokomotive öffnen. Und da sollen 2 Schrauben auf der Unterseite sein. Das werden wir uns mal gemeinsam anschauen hier. Das sind beides keine Kreuzschlitz, sondern normale Schrauben. Märklin, das ist jetzt für eine 400-Euro-Lok, also vielleicht bin ich zu blöde, aber vielleicht ist es auch nicht ganz so schön gelöst. Und jetzt schauen wir mal. Ja, so, jetzt können wir hier unser Gehäuse abnehmen.
Das ist doch schon mal gut. Ihr seht, wir haben hier zwei sehr, sehr gut geschmierte Zahnräder, die man sehen kann. Und zwar hier eins und da eins, beides Metallzahnräder. Und dann haben wir hier zwei Pole, die quasi den Lokaufbau verbinden, da und da, mit der Lokomotive selbst bzw. mit dem Fahrgestell. Alles sehr verbaut. Also die Wartungsfreundlichkeit hat hier definitiv bei Meckling abgenommen. Die war aus meiner Sicht früher besser. So, jetzt haben wir hier den Rauchsatz. So sieht er aus, wenn er hier rauskommt. Und da ist auch noch mal eine Anleitung dabei. So sieht die aus. Und ja, da ist jetzt nichts zu lesen, außer das Ganze wird warm. Also der Rauchgenerator soll nicht betrieben werden ohne irgendeine Flüssigkeit drin und er wird im Betrieb warm. Gut. Das ist jetzt mal keine neue große Erkenntnis, ne? Dann soll der einfach hier reingesetzt werden. Das machen wir mal. Und das soll es schon gewesen sein. Was man jetzt bedenken muss bei diesem Rauchgenerator, der rutscht quasi hier in dem Kamin nach unten, wenn ich jetzt also die Lok da drauf setze, und soll darüber den Kontakt eben zu diesem Pol hier herstellen. Und das soll dazu führen, dass er sich dann erhitzt. Es gibt eine mögliche Fehlerquelle, das wird auch hier in der Anleitung nochmal beschrieben. Und zwar, dass der Rauchgenerator eben tatsächlich das Metallplättchen hier nicht wirklich berührt. Darum habe ich jetzt eben die kleine Metallfahne unten am Rauchgenerator ein bisschen ausgebogen. So, jetzt müssen wir die Lok wieder zusammensetzen. Ich kippe die jetzt dafür einmal zur Seite, und damit ich das auch hier wirklich wieder rüber bekomme, so wie ich mir das wünsche und vorstelle. Und ich möchte ja nicht, dass unser Rauchgenerator hier gleich rausfällt. Und dann einmal wieder auf den Kopf das Ganze. Und wir drücken es hier rein und das klingt schon so, als würde das irgendwie passen. Rauchsatz verbaut. Da steckt da drin, das ist doch schon mal schick. Und jetzt haben wir nach dem Innenraumcheck auch gleich mal die Anlage, auf die wir uns bewegen. So sieht das Ganze nach der automatischen MFX-Erkennung aus. Ich habe also hier nichts manuell eingestellt. Genau so wurde die Lokomotive jetzt hier als weitere Lokomotive hinzugefügt, nachdem ich sie aufs Gleis gesetzt habe. Und wir gehen jetzt einfach mal stückweise die verschiedenen Funktionen durch. Also fangen hier oben an, das ist dann F0. Und da seht ihr es, das ist nämlich das Spitzensignal, an- und ausschaltbar. Aus, an, wechselt mit der Fahrtrichtung und in Dänemark zu der Zeit üblich eben rechts unten eine Lampe. Damit kommen wir dann zur nächsten Funktion, und zwar F1, das ist der Rauchgenerator. Der ist standardmäßig natürlich nicht dabei, sondern den haben wir im Innenraumcheck hier eingebaut, diesen Rauchsatz.
Und damit der funktioniert, muss er befüllt werden mit maximal 0,2 Milliliter Rauchdestillat. So. Und wir tun jetzt mal ein ganz bisschen was rein. Ich hoffe mal, das reicht schon. Und dann geben wir mal Feuer und schauen, was passiert. So, und da seht ihr schon, der hat euch ja hier aus der Verankerung gerissen gerade. Aber es läuft. Also das ist das, was der Rauchgenerator hier macht. Je nachdem, was für ein Rauchdestillat ihr verwendet, desto gut oder schlecht ist der Rauch. Das Ganze macht natürlich, das wisst ihr auch, Ablagerungen auf der ganzen Anlage. Aber sieht natürlich endgeil aus, ne? Wir machen das jetzt einmal aus. Dann haben wir als nächstes F2, das ist das Betriebsgeräusch. Und Dampflok typisch passiert da nicht viel außer diesem leichten Zischen, wenn ich nicht fahre. Deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen zurück. Und ein bisschen vor. F2 ist auch versehen mit Zufallsgeräuschen zusätzlich. Dann haben wir die Lokpfeife F3, Lokpfeife lang. Mit der Funktion F4, das ist dann diese kleine Schildkröte hier oben, schalten wir die Bremsverzögerung an und aus. Die Funktion F5 schaltet das Bremsenquietschen aus. F6 ist dann die Glocke. F7 ist der Rangierpfiff, also der kurze Pfiff. Wir machen es nochmal. So, dann haben wir als nächstes die zweite Funktionsreihe. Und zwar haben wir F8, das ist Kohleschaufel. Dann haben wir als nächstes F9, die Wasserpumpe. F10, die Luftpumpe. F11, Dampf ablassen. Machen es nochmal. Dann F12, das sogenannte Schüttelrost. F13, den Injektor. Dann gibt es das Geräusch F14, das heißt Sanden. Dann gibt es das Geräusch F15, Bremsen quietschen an. Das bezieht sich allerdings nur auf den Spielewelt-Decoder. Und dann haben wir noch die Geräusche F16, F17 und F18. Das sind Kohlefassen, F16. F17, Wasser nachfüllen.
Und abschließend Sand nachfüllen, das ist F18. Und damit haben wir alle Funktionen der Lokomotive einmal abschließend uns angeschaut. Gefallen mir alle sehr gut, bis auf das Betriebsgeräusch. Und zwar läuft mir das zu schnell. So, und ihr seht jetzt, wie langsam sich eigentlich der Zylinder bewegt und wie schnell quasi unsere Lokomotive hier schon das Betriebsgeräusch oder das Dampfgeräusch, das Zylindergeräusch hier ablässt. Also das ist aus meiner Sicht ein bisschen schade, denn da könnte Märklin, glaube ich, relativ einfach eingreifen, denn das ist rein eine Technikfrage, dass man sagt, okay, ich mache das hier einfach mal ein bisschen langsamer. Wenn ich mir das Gesamtpaket der Lokomotive anschaue, habe ich auf der einen Seite ja einen sehr, sehr hohen empfohlenen Verkaufspreis von 419 €, der auch im Handel fast realisiert wird. Also ich habe das günstigste Angebot in neu für diese Lokomotive bei ungefähr 350 € gesehen. Teilweise, wenn ihr Glück habt, über eBay vielleicht auch nochmal 20 € günstiger. Aber es geht wirklich von, sagen wir dann, 330 bis 420 € hoch. Die Lokomotive ist also in der Range auch tatsächlich preislich einzuordnen, in der Märklin sie gerne hätte. Und wenn ich mir dann das Gesamtpaket anschaue, ist das Bild ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite, was absolut lächerlich ist aus meiner Sicht, dass ich eben nochmal zusätzlich für diesen Rauchsatz bezahlen muss. Ja, das ist jetzt irgendwie schon immer so gewesen, weil früher gab es dann die Säutedampfgeneratoren extra, was auch immer. Ja. Aus heutiger Sicht absoluter Humbug für mich. Gerade wenn ich eine Funktion Rauchgenerator schon in der Mobile Station oder Central Station dann mitbekomme, sollte der auch standardmäßig drin sein. Und Märklin schafft es ja sogar, zum Beispiel bei der BR24 in diesem Einsteigermodell einen Rauchgenerator im Standard zu verbauen. Also das finde ich schon ein bisschen lächerlich, sollte bei dem Preis drin sein. Davon abgesehen, Detaillierungsgrad, qualitative Umsetzung auch des Ganzen hier, finde ich sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr langlebig. Da ist der Preis dann für mich schon wieder gerechtfertigt. Auch wenn ich mir die Detaillierung vom Fahrwerk ansehe, die Fahreigenschaften mit in Betracht ziehe, auch die Technik, so wie sie da drin verbaut ist, die ganze Lokomotive wirkt schwer, wirkt hochwertig. Da hat man also richtig was in der Hand. Passt für mich alles auch zu dem Preisgefüge, gerade auch bei der Preisempfehlung. Und der Markt bestätigt das ja auch ein bisschen. Was für mich neben dem Dampfgenerator ein weiteres No-Go ist die Tatsache, dass das zwar eine super coole Lokomotive ist,
dass die aber leider überhaupt nicht das darstellt, was draufsteht. Zumindest nicht, wenn man eben sagt, aus Nietenzähler Betrachtungsweise, das soll die 297 sein. Denn die hat 3 Dome und die hatte eben nur 2. Nichtsdestotrotz, ich könnte mir vorstellen, für 419 € eben noch ein paar mehr Dinge zu bekommen, die mir hier ein bisschen zu kurz kommen. Also ich glaube, Märklin würde sich einen Gefallen damit tun, die Lokomotive für ein UVP von 425 angeboten zu haben, inklusive Rauchsatz, inklusive zu einem Lokführer und einer Heizerfigur und vor allen Dingen auch, wenn man reinschaut in die Kabine, ein wirklich ausgestalteter Boden des Führerhauses wäre richtig cool, das würde Spaß machen. Auch eine etwas genauere Detaillierung quasi der gesamten Bedienelemente und vielleicht eine beleuchtete Feuerbüchse oder irgendwie sowas. Das wäre noch ein cooles Add-on in der Preiskategorie und würde auch passen zu dem Thema Spielewelt, was Märklin ja so ein bisschen mitgeben will. Also wenn das da drin noch so ein bisschen blinkt und sowas und man da eine kleine Heizerfigur hätte, das wird dem noch ein bisschen mehr geben. Das ist ein Schmuckstück für jede Anlage, sei es jetzt eben hier als DSB-Variante, aber genauso, wenn ihr das Modell als BR38 oder in der Länderbahn-Variante P8 zu fassen bekommt. Es bleibt ja die gleiche Lokomotive und die hat einfach einerseits eine wunderschöne Linie und ist hier aber eben auch extrem hochwertig umgesetzt. Also von mir gibt es so einen halben Daumen hoch, weil ich die Lokomotive wunderschön finde. Betrachtet eben auf, es soll die 297 sein für einen eingeschränkten Sammlerkreis, der eigentlich ganz genau wissen müsste, dass dieser Dom hier oben fehl am Platze ist, geht der Daumen so ein bisschen wieder runter. Und das wird noch unterstützt von dem furchtbaren Dampfgeräusch, was überhaupt nicht zur Bewegung der Räder passt, sondern viel zu schnell ist und der jetzt, sagen wir mal, inzwischen eingeschränkten Wartungsfreundlichkeit der neuen Märklin-Modelle. Das sorgt alles dafür, dass der Daumen von da oben für das Modell so langsam einfach runter geht. So viel zu der 297. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann schreibt das gerne auch in die Kommentare rein, gebt einen Daumen hoch. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder weiterhin dabei seid. Und jetzt werden die kleine 297 und ich noch ein paar Wagen auf meiner Anlage bewegen.